Freunde von altem Lego. Heute lernen wir Mary und Bill kennen. Wir blättern durch das Ideenbuch von 1980, bauen uns daraus 3 Gebäude und schauen uns die Ferienhäuser von 79 und 81 an. Das Ferienhaus 376 ist im Januar 1978 herausgekommen und war eines der ersten neuen Legoland-Gebäude mit beweglichen Minifiguren. Wir bauen es jetzt gemeinsam nach. Die 222 Teile habe ich mir zusammengesucht und in dieser Kiste gesammelt. Für die lästigen Aufkleber der Markisen habe ich mir die nachgedruckten Replacement-Stickers gekauft, die es bei verschiedenen Herstellern gibt. In der Kiste sind noch die Teile für die 2 anderen Häuser. Die Ferienhaushälften stehen auf 2 kleinen, grünen 16×16 Grundplatten, die beide zusammen genau die Hälfte einer Straßenplatte ausmachen. Die Platten haben keine vorgezeichneten Grundrisse mehr, man muss bei den Grundmauern die Noppen abzählen. Die 2 Grundplatten mit den hinten offenen Häuserhälften kann man mit den neuen Scharniersteinen zusammenklappen und man bekommt damit ein rundum geschlossenes Haus. 1978 gibt es erstmals auch die 1×3 Steine. Es sind gleich 14 Stück in diesem Set enthalten. Die einzelnen Haushälften sind nur 5 Noppen tief. Die aufgeklappten Wände haben wegen den vorstehenden Dachtraufen 2 Noppen Abstand. Jetzt haben wir schon den Meterriss fertig und können die Fenster einsetzen. In die schmalen Seitenwände kommen 3 alte, weiße 2×2 Stadtplanfenster mit kurzem Sims. Die Haustür ist eine neue, große 4×5 Minifigur-Haustür und in die 4×3 Fensterrahmen kommen Flügelfenster und grüne Fensterläden. Alle diese Elemente sind schon 1970, 8 Jahre vor ihrer Einführung, bei Minitalia getestet worden. Die grünen Fensterläden sind eine Besonderheit, weil es damals außer den Grundplatten und Pflanzen noch keine anderen grünen Bauteile gab. Der Garten wird von einer Mauer begrenzt mit einem Kamin als Feuerstelle. In der Küche haben wir ein gelbes Waschbecken aus einem umgekehrten Schrägstein mit einem alten Wasserhahn von 76. 2 kleine Hocker aus normalen 1×2 Steinen und einen kleinen gelben Tisch mit einer 2×4 Platte. In das Wohnzimmer kommt ein weißer 2×4 Grundstein als Sofa, ein 2×2 Grundstein als Hocker und ein kleiner Stuhl. An der Wand steht ein schmales Regal mit einem Fernsehgerät aus einem schwarzen 1×2 Stein. Dafür brauchen wir einen Aufkleber vom Bogen. Es läuft gerade ein spannender Westernfilm. Das ist einmalig, ich kenne kein anderes altes Set mit einem Fernsehgerät. Jetzt ziehen wir die Wände hoch bis an die Oberkante der Fenster. Auf den Durchgang der Gartenmauer kommt ein 2×4 Bogen. Ein Stockwerk ist 6 Steine hoch. In die oberste Reihe kommt noch das 2. Scharnier. Dann können wir die 2 Haushälften auch schon zuklappen. Über die Fenster kommen flache, rote 33°-Dachsteine als Sonnenschutz mit einem gestreiften Aufkleber, der auf den rauen Oberflächen und nach unten gebogen auf den schmalen Vorderkanten halten muss. Ohne diese Aufkleber sind die roten Steine ziemlich nackt und grenzen sich nicht von der roten Wand ab. Diese lästigen Markisenaufkleber über mehrere Bausteine sind schwer in gutem Zustand zu finden. Bei diesem Set habe ich mich vor allem aus Zeitgründen für Ersatzaufkleber entschieden.
Auf das Dach kommen zuerst 2 Reihen aus flachen, blauen 33 Grad Dachsteinen und dann 3 Reihen aus steilen 45 Grad Dachsteinen. Zwischen den Firststeinen stehen 2 schwarze Kamine aus 2x2 Grundsteinen. Im Garten pflanzen wir 3 gelbe und 2 rote Blumen, die gleichzeitig mit den Minifiguren und Straßenplatten neu herausgekommen sind, als eine weitere Besonderheit und Dekoration der Minifigurenstadt. Den Tannenbaum gibt es schon seit 1975. Im Garten steht eine gelbe Liege und ein weißer Tisch mit 2 Sesseln. Die 2 Figuren können es sich jetzt vor dem Ferienhaus bequem machen. Ein Mann mit roter Schildmütze und eine Frau mit schwarzen Haaren. Ins Haus gehören auch noch 2 gelbe Blumen auf die Tische. Die Minifigurenhäuser sind zum Spielen hinten offen. Wenn man die 2 Hälften zusammenklappt, hat man ein kleines, kompaktes Häuschen. Da kommen auch schon Mary und Bill aus dem Ideenbuch 6000 von 1980 zu Besuch. Die Aufkleber für die Oberkörper und für das Auto waren im Ideenbuch dabei. Ich habe dieses Ideenbuch als Kind sehr geliebt und viele Modelle daraus nachgebaut. In der internationalen Ausgabe gibt es eine kurze Einleitung in 7 Sprachen ohne Namen. In der englischen Ausgabe werden an dieser Stelle die Namen Mary und Bill für die Hauptfiguren genannt. Das Buch erzählt ihre abenteuerliche Reise in Bildergeschichten aus wunderbaren Fotos. Zuerst bauen sich die beiden ein kleines Haus. Jeder Bauschritt ist mit wunderbaren Fotos dargestellt. Es ist eigentlich ein einfacher gebautes B-Modell vom Ferienhaus 376, das wir gerade aufgebaut haben. Ich nehme eine einzelne 16x32 Grundplatte. Dieses kleine Haus hat nur eine Hälfte, die man nicht zuklappen kann. Es gibt nur ein Zimmer und die Gartenmauer. Der schwarze Kamin kommt ins Wohnzimmer. Die Fenster sind ohne die grünen Fensterläden und die Eingangstür geht rechts in den Garten hinaus. Über den Fenstern gibt es auch keine Markisen. Die 6. Steinreihe ist der Abschluss für das Erdgeschoss. Die Gartenmauer geht hinten quer an der Grundstücksgrenze entlang. Sie ist mit Dachplatten eingedeckt und hat wieder einen Rundbogen als Durchgang. In den Giebel kommt das kleine Fenster. Das 10 Noppen breite Dach ist gleich aufgebaut wie beim Standardferienhaus. Das Dachdecken hat mir immer sehr gut gefallen. Schade, dass heute kaum noch Dachsteine verwendet werden. Im Garten gibt es einen Tannenbaum, Blumen und 2 Blumenbeete. Mit dem Ideenbuch werden wir gleich weitermachen. Zuerst bauen wir aber noch das 2. Sommerhaus 6365 von 81. Aus 140 Teilen auf einer 16x22 Grundplatte. Das Sommerhaus hat gelbe Wände. Hinter dem Eingang kommt man in eine kleine, schmale Küche. Dann gibt es noch ein Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Es gibt 3 Fenster mit schwarzen Rahmen, 2 Fensterflügeln und grünen Fensterläden. 2 Fenster im Schlafzimmer und eines in der Küche. Vorne ist die schwarze Eingangstür. Als Querträger über Fenster und Türen kommen in der Küche nur eine Reihe, im Schlafzimmer 2 Reihen, schmale Platten. Eine Platte reicht als Dachträger quer in den Wohnraum hinein. In der Küche stehen auf einer 2x8 Kehrleiste 3 Möbel. In der Mitte ein rotes Geschirrregal mit einer von den 2 gelben Kaffeetassen.
Links ist ein Herd, ein 2x4 Grundstein als Backrohr mit einem transparenten Aufkleber und darauf eine Fliese mit 3 Kochplatten. Auf der Seite kommt noch ein Kühlschrank aus 3 2x2 Steinen. Der wird aber erst noch geliefert. Wir montieren jetzt die Küchenzeile und gehen weiter zum Schlafzimmer. Eine 2x6 Platte mit einer Fliese als Kissen auf 2 blauen 1x2 Steinen ist ein einfaches Einzelbett mit der Bequemlichkeit einer Gefängnisliege. Neben das Bett kommt ein kleiner Nachttisch mit einer Lampe aus einem transparenten Minifigurenkopf. Damit ist die ganze Einrichtung auch schon fertig. Im kleinen Bungalow hat nicht viel mehr Platz. Auf die Küche kommt ein rotes Flachdach aus einer 8x14 Platte. Über dem Herd steckt ein blauer Dachstein als Abzugshaube in der Decke. Und genau darüber ist ein gelber Kamin. Über dem Schlafzimmer decken wir ein einfaches Dach aus roten 45 Grad Dachsteinen ein. Vorne bauen wir einen schwarzen Giebel. Jetzt machen wir noch den Kamin fertig. Im Garten wächst ein Baum und 4 bunte Blumen. Als Gartenmöbel bauen wir einen weißen Drehsessel und als Gartentisch einen 2x2 Stein mit Funkantenne und rot-weiß bedrucktem Parabolspiegel als Sonnenschirm. Zum Schluss kommt als Minifigur die rote Frau mit der schwarzen Weste als Bewohnerin. Seid ihr schon gespannt darauf, wie die Geschichte von Mary und Bill weitergeht? Sie sind mit ihrem Auto von einem Abenteuer zum anderen unterwegs. Eben haben wir gerade ihr kleines Häuschen als B-Modell vom Wochenendhaus gebaut. Jetzt fahren sie mit dem Auto in die Stadt. Neben der Tankstelle gibt es ein Gasthaus zum Einkehren. Auf der nächsten Doppelseite lernen wir den Umgang mit den Straßenplatten kennen. Mary besucht den Friseursalon, der ein einfaches Alternativmodell der gelben Feuerwache ist. Ich habe ihn hier schon vorbereitet. Es ist wieder ein geschlossenes Haus mit den Scharniersteinen zum Aufklappen. Es hat ein schwarzes Flachdach. Links ist der Friseursalon mit 2 Kotflügeln als Waschbecken. Die Technikpins an der Wand sind die Wasserhähne. Rechts gibt es ein Wartezimmer mit einer Tischlampe und mit einer Verkaufstheke auf die Straße. Am Gartenzaun steht ein großes Schild. Für alle Modelle und Figuren ist in der Mitte des Buches ein 2-seitiger Aufkleberbogen eingeheftet, der bei mir noch vollständig unberührt ist. Einige Aufkleber stammen von bekannten Sets, aber viele Aufkleber sind einmalig und nur für dieses Buch gemacht worden. Diese Aufkleberbögen habe ich mir als Replacement Stickers nachgekauft. Wir nehmen das Schild vom Friseursalon und kleben es auf die Tafel. Während Mary noch bei der Friseurin ist, geht Bill inzwischen einkaufen. In den roten Supermarkt. Es ist ein Alternativmodell der Bushaltestelle, das man gut auf 2 zusammengeschobenen Rändern von Straßenplatten bauen kann. Ich habe ihn vorläufig auf den Rand von nur einer Straßenplatte aufgebaut. Die Fensterfront ist mit der Bautechnik der Bushaltestelle mit gegenständigen Rahmen gebaut. Da man die Fensterscheiben nur auf einer Seite einsetzen kann, schaut das ziemlich ungleichmäßig aus. Bei einer Eingangstür sind auch noch die Fensterscharniere im Weg. Es gibt 2 Türen, eine Kasse und 3 Supermarktregale. Überall sind die schönen Werbeaufkleber aus dem Ideenbuch als Schilder befestigt. In der Stadt schaut der Supermarkt wunderbar aus.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Im Haus von Bill und Mary bricht Feuer aus und wir müssen die Feuerwehr rufen. Mary geht ins Krankenhaus und zur Polizei. Das sind 2 einfach gebaute, zweigeschossige Häuser mit Zwischendecken aus den alten, dicken 10x20 Grundplatten. Der Zirkus kommt in die Stadt mit vielen schön gebauten Tieren, einer großen Bühne, Zuschauertribüne, mit einem Fernsehübertragungswagen, vielen Traktoren und Wohnwegen. Es gibt eine beleuchtete Taxizentrale mit den transparenten Schriftsteinen aus dem Beleuchtungsset 970. Mary und Bill checken für eine Übernachtung in der Mühle ein. Am nächsten Tag geht es weiter zum Hafen. Im Stadtzentrum steht eine gelbe Kirche. Es gibt Bauideen für Hafenkräne und für viele Schiffe in unterschiedlichen Formen. Mary und Bill kaufen sich im Möbelgeschäft Einrichtung für ihr Haus. Daneben steht ein großer Baumarkt und ein Metallverarbeitungsbetrieb mit Fertigungshalle und Portalkran. Interessant ist die auf 3 Seiten geschlossene große Schule mit den Schulbänken aus Dachsteinen und den aufgeklebten Heften. Es gibt auch eine Tankstelle mit angeschlossener Autowerkstatt. Den Aufkleberbogen in der Heftmitte überspringen wir. Dann geht es zum großen Flughafen mit Abflughalle, Tower, Hangar, Servicefahrzeugen und vielen wunderbar gebauten Flugzeugen und Hubschraubern. Am Abend kommen unsere 2 Figuren ins Kino. Es ist wieder ein schönes, großes Gebäude zum Aufklappen mit Kassa, Kiosk, Vorführungsraum, Leinwand und vielen anderen Spielfunktionen. Es läuft gerade ein Science-Fiction-Film. Da landet vor dem Kino auch schon ein Raumschiff und nimmt Mary und Bill mit in den Weltraum. Bill und Mary müssen sich jetzt wieder von den Außerirdischen verabschieden und das Raumschiff bringt sie ins Mittelalter zur Gelben Burg. Es gibt viele Ideen für Häuser, einen Turnierplatz mit Zelten, Pferdekutschen und Alternativmodellen für die Gelbe Burg. Mit dieser farbenfrohen Ritterwelt hört das Ideenbuch 6000 auf. Bill und Mary kehren mit dem Raumschiff in ihre Stadt zurück und erzählen den Bewohnern mit großen Sprechblasen von ihren Abenteuern. Unten in der Videobeschreibung werde ich euch das Ideenbuch 6000 verlinken. Die Bauideen vom Buch von 1980 sind alle noch im alten Baustil von 78 und 79. Sie bereichern mit ihren einzigartigen Aufklebern das Stadtbild, erreichen aber nicht die durchdachte Designqualität der Standard- und Spezialsets, die wir uns in der nächsten Woche anschauen werden. Für heute muss ich mich leider schon wieder verabschieden. Vielen herzlichen Dank für die vielen netten Glückwünsche zu den 3000 Abos, die mich sehr gefreut und motiviert haben. Danke, dass ihr heute wieder alle zugesehen habt. Viele Grüße und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.